Wie diese Make-up-Misere passiert ist und was das mit der wasserdichten Aquamarinex Kabelserie zu tun hat, das siehst du in folgendem Clip. Hi, Angie hier, diesmal aus der Sauna. Wie du vermutlich weißt, sind starke Hitze, hoher Druck sowie Nässe für Kabel, Stecker und elektronische Verbindungen aus vielerlei Gründen nicht ratsam. Dennoch, es gibt Einsatzgebiete, die genau das einem Kabel abverlangen. In diesem Video stelle ich dir die Aquamarinex-Serie von Sommercable vor. Wie der Name schon vermuten lässt, können diese Kabel besonders gut Wasser ab. Wenn nötig, auch dauerhaft und unter Wasser. Gott, ist das heiß hier. Ich mache jetzt noch schnell einen Aufguss und dann treffe ich dich wieder frisch geduscht im Sommercable-Studio. Die Einsatzmöglichkeiten von Marine- oder Unterwasserkabel sind äußerst vielfältig. Egal ob im Schiffs- oder Bootsbau, im Pool oder Thermalbad mit chlorfreiem Wasser, in der Sauna, im Gartenbau, bei See-Events und Watershows, in Freizeitparks, für die Unterwasser-Foto- und Filmtechnik bis hin zu Tunnel- und Bergbau sowie viele mehr. Hier können die Kabel der Aquamarinex-Serie eingesetzt werden, wo es für andere Leitungen schnell mal ungemütlich wird. Die verschiedenen Außenmäntel der Kabel sind sowohl UV- als auch salz- und süßwasserbeständig. Sie sind zudem mikrobenresistent, sandabweisend und halogenfrei. Beim Eintritt von Feuchtigkeit besitzt die innenliegende Bandierung eine Schutzfunktion und wirkt druckausgleichend. Bauartbedingt, unter anderem wegen Weichmachern und Kreide im Mantelmaterial, sind herkömmliche Kabel auf Dauer nicht wasserdicht. Unsere Kabel der Aquamarinex-Serie sind hingegen querwasserdicht. Das bedeutet, dass kein Wasser durch den Mantel ins Innere des Kabels gelangen kann. Dadurch bleiben die Mäntel der Serie auch bei dauerhafter Installation unter Wasser dicht. Neben dem Mantel sorgt auch das sogenannte Water Blocking Tape im Inneren für Schutz. Sobald es nämlich nass werden sollte, reagiert das Tape damit und bildet eine gallertartige Masse. Diese hält das Wasser zusätzlich vom Innenleiter fern. Der technische Aufbau eines Aquamarinex-Kabels wird je nach Einsatzzweck und Wassertiefe aus Gründen des Druckausgleichs angepasst. Am besten kann das Stromkabel der Aquamarinex-Serie mit dem Druck unter Wasser umgehen. Bis zu 20 Bar oder 200 Meter Wassertiefe sind hier möglich. Bis zu 50 Meter Wassertiefe schaffen dann das dicke Mikrofon, Lautsprecher, Video-LVL und Cat6-Netzwerkkabel. Bis zu 20 Meter Tiefe kann das dünnere der beiden Mikrofonkabel sowie das Kombikabel für AES, EBU, DMX und Stromversorgung eingesetzt werden. Abschließend gibt es das LED-Control-Kabel der Serie, das trotz des filigranen Aufbaus noch bis zu 10 Meter Wassertiefe dauerhaft verlegt werden kann. Selbstverständlich sind auch die Hycon XLR der Serie Marlin nach IP67 sowie die Neutrik Cat6a nach IP65 im gesteckten Zustand wasserdicht und staubgeschützt. Die Steckverbinder von Hycon gibt es zum einen im vernickelten Metallgehäuse, sowohl 3- als auch 5-polig, und zum anderen die 3- und 5-polige Einbauvariante mit Gummidichtung und Schutzkappe. Eine Schwachstelle herkömmlicher XLR-Verbinder ist die offenliegende Feder. Im Hycon Marlin XLR wurde der Verriegelungsmechanismus inklusive der Feder im Gehäuse integriert. Er besitzt durch die ergonomische Form auch höhere Rückstellkräfte und eine höhere Lebenserwartung. Auch für dich als Musiker ist der Marlin XLR-Stecker empfehlenswert. Trotz der neuartigen Konstruktion ist er mit jeder herkömmlichen XLR-Buchse kompatibel. Dann ist die Verbindung zwar nicht mehr wasserdicht, da man dafür das Hycon Marlin Gegenstück benötigt. Dafür ist sie aber extrem robust und langlebig.
Während die Verriegelungsmechanik herkömmlicher XLR-Stecker ca. 8.000 bis 12.000 Steckzyklen überlebt, schaffen die wasserdichten Stecker weit mehr als 20.000 Steckvorgänge. Weitere Infos zu unseren wasserdichten Kabeln und Steckern findest du auf unserer Website oder in unserem Katalog. Klicke hierfür einfach auf die Infokarte hier im Video oder auf den Link in der Beschreibung unterm Clip. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einfach einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal!